Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich noch kein einziges Video über eine Schutzweste hatte und das wird sich jetzt ab heute ändern. Und zwar beginnen wir jetzt hier mit einer kleinen Serie über ein Kit, und zwar über das BALCS, auch Bulks genannt. Dieses Kit wurde entwickelt im Spear-Programm. Das ist immer wieder aktiv und alle paar Jahre entwickelt das Personal im Spear-Programm neue Sachen für alle Angehörigen von SOF-Einheiten der amerikanischen Kräfte. Das Bulks-Kit, übersetzt Body Armor Load Carrying System, ist von verschiedenen Herstellern zusammengesetzt. Hier kommt auch wieder Natick ins Spiel, das hatten wir schon bei anderen Videos, und zwar die Natick Laboratories, die die Ausrüstung etc. testen, haben sich da verschiedene Sachen angeguckt und am Ende ist dann dieses Kit dabei rausgekommen. Wir fangen in der ersten Folge mit einer der Westen an, und zwar ist das die maritime Ausführung oder die sogenannte maritime Ausführung. Die unterscheidet sich ein bisschen von der, was unter Sammlern als Land-Ausführung, also Land für die Truppen, die nicht amphibisch nah am Wasser oder im Wasser operieren. Das ist dann das Modell, was primär die Green Berets und Psy-Ops und andere Kräfte bekommen haben. Aber die amphibische Variante wurde primär dann von den Navy Seals getragen, den Navy EODs und SWCC, also geschrieben SWCC, Special Warfare Combatant Craft Crewmen. Das sind quasi die Jungs, die die Seals mit ihren Booten irgendwo hinbringen, die verschiedene Boottypen haben. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, das ist ziemlich umfangreich. Aber die waren die einzigen, die das Modell primär in Schwarz getragen haben. Es gibt noch so 1, 2, 3 Fotos, wo man vermutet, dass ein schwarzes Modell im Einsatz bei den Seals sein könnte. Die haben früher viel schwarz getragen und dann auf den alten Fotos ist es immer schwer zu identifizieren. Oder ob vielleicht bei einem Foto von dem berühmten Navy Seal, der angeblich Osama Bin Laden erschossen haben soll, von dem gibt es ein altes Foto, wo er auch ein schwarzes Modell trägt, wo man sich aber nicht sicher ist, ob die nicht vielleicht einfach eine Woodland war und er sie übersprüht hat. Im Einsatz waren die Westen Anfang Irakkrieg, Anfang Afghanistan, und sobald dann die Maritime Load Carrier Systems, also MLCS-Kits bei den Seals rauskamen, waren die kaum noch zu sehen. Also gingen die dann so ab 2004, sieht man die auf Fotos halt immer weniger. Vereinzelt dann nochmal 2006, 2007, dass einer die trägt, und dann gab es dafür, für diese Weste und für diese Einlagengröße einen Nachfolger, den wir uns auch immer mal angucken. Gefertigt wurde diese Weste also nicht nur in Schwarz, wie ich schon quasi gesagt habe, das war SWCC. Die Seals hatten primär und die Navy EODs die Version in Dreifarb Wüstentarn, Three-Color Desert und natürlich damals im klassischen M81 Woodland Tarn. Die Weste sowie die Einlagen sowie die Schutzplatten hat die Firma Caradyne Incorporated hergestellt. Der Gründer Joel P. Maskowitz hat die Firma 1967 gegründet und hat schon immer fürs Militär Dinge hergestellt. Er selber ist Keramikingenieur und hat sich auch zum Beispiel für die Panzerung in Hubschraubersitzen und in den Bodenflächen Dinge ausgedacht und die an die Army verkauft. Und 1993, nachdem er gesehen hat, was in Mogadischu passiert ist, also als die Amerikaner dort in Somalia im Einsatz waren, hat er sich gesagt, da brauchen wir besseres Schutzequipment, und hat die Keramikplatten SAPI, ESAPI Plates angefangen zu entwickeln. 1996 wurde das Spear-Programm dann aufgesetzt, um ein neues Kit für Softkräfte halt zu entwickeln, und die ersten Teile wurden dann ab 98 eingeführt. Von diesen Westen geht eine Besonderheit aus, die wahrscheinlich jedem schon ins Auge gefallen ist, und zwar, dass hier vorne am Frontbereich horizontal Molle aufgebracht ist und nicht wie sonst üblich, wie man es auch heute kennt, immer vertikal. Ich habe mal mit einem Ex-Green Beret geschrieben, Grüße gehen raus an Jeff Gurridge, der hat auch Modern Shooting Tactical, einen YouTube-Kanal, haue ich auch mit rein. Und zwar war der bei der Erprobung mit dabei, hat diese Westen mit erprobt, und die haben sich ausgesprochen für diese Version mit dem Molle, aber die Navy Seals fanden diese Option besser, und dann wurde diese Option für alle eingeführt. Die einzigen, die was extra haben,
Da weiß ich aber nicht, ob das gleiche Auswahlprogramm quasi war, waren die Ranger. Die haben die Weste quasi fast identisch. Da gibt es ein paar Details, die unterschiedlich sind, aber die haben das, was sich alle anderen gewünscht haben, und zwar horizontal Molle. Blende ich euch auch ein paar Bilder ein, gibt es auch ein paar berühmte, wo man diese Weste sehen kann. Dann schauen wir uns das gute Stück mal im Detail an. Und zwar die Mollereien habe ich ja schon erwähnt. Aus dem Tragesatz mit der Weste und den ganzen Taschen können dann hier die Taschen aufgebracht werden. Wir haben eine Verstellung für die Länge, relativ easy. Das Vorderteil wird eingeklettet und hält auch bei dem maritimen Modell recht gut. Ist halt hier verschlossen, auf der Seite genauso. Wir haben im unteren Bereich eine breitere Schlaufe. Da wäre noch möglich, LS-Taschen anzubringen. Das würde auf jeden Fall vom Material her passen. Das ist die Standardbreite für LS. Ansonsten habe ich aber nur gesehen, dass Leute hier nochmal ein Messer angebracht haben mit Kabelbinder oder nochmal eine Pistolen-Magazintasche, die eigentlich an dem Belt gehört, hier noch mit eingeschlauft war. Und das war es auch eigentlich schon. Wir haben hier an der Seite die Plastikverschlüsse für die Weste, was hier gut gemacht ist. Hier ist noch ein Druckknopf mit drin und wenn dieser Clip mal beschädigt wird, gebrochen ist, kann man diesen sehr einfach ersetzen. Das ist bei vielen anderen Westen halt einfach nicht möglich. Und da muss dann theoretisch erst eine Naht oder sonst irgendwas aufgetrennt werden, um Teile zu ersetzen. Aber hier ist das ganz einfach. So. Ansonsten haben wir an der Seite wieder Klett. Und jetzt gucken wir mal ins Innere der Weste. Hier haben wir nochmal den inneren Kummerbund. Hier noch ganz schön dieses schwarze elastische Material. Wurde damals viel verbaut. Der kommt dann vorne um den Bauch, wird fixiert und dann erst kommen die Seitenteile. Wir haben hier das Label, Extra Large Regular in diesem Fall. Einfach nur die Bezeichnung Body Armor ist halt immer so, ist auch bei den Land-Versionen. Die haben halt nur eine andere NSN, also die NATO Stock Number ist dann anders. Und hier unten haben wir nochmal Caradyne Inc. Hier ist das ganz normale Label, wann das Ding rausgegangen ist oder wann es produziert wurde. Hier März 2003 wahrscheinlich. Die Innenseiten haben hier Mesh-Material. Das ist auch ein Unterschied zur Land-Version. Ich zeige dann irgendwann in einem Video nochmal beide Versionen zusammen und gehe dann auf die Unterschiede drauf ein, damit hier bei der maritimen Version das Wasser sich nicht in den Plate- und Soft-Armor-Bags sammelt und einfach die Weste runterzieht, sondern dass es direkt ablaufen kann. Hier in dieses Fach kommt dann die Soft Armor, wird einfach eingeschoben und dann wieder zugeklettet. Und hier in dieses Fach kommen die Platten. Hier ist nochmal ein Band drin, damit kann man nochmal ein bisschen die Größe der Platten verstellen und sie an den richtigen Ort und Stelle ziehen und dann fixieren. Das Ganze wird dann wieder verschlossen mit Klett und Druckknöpfen. Gehen wir nochmal zur Vorderseite. Da haben wir nochmal den Unterschied, dass wir hier zwei Plastikverschlüsse haben. Die sind für den Unterleibschutz, sogenannten Groin Protector. Dieser hier in der maritimen Version auch mit Mesh. Und der wird dann ganz einfach eingeklippt und hängt dann mit an der Weste.
Dann gucken wir uns nochmal die Weste von hinten an. Hier fällt direkt auf, Molle, und zwar nicht horizontal, nicht vertikal, sondern horizontal. Da mache ich dann im letzten Video auch noch so ein paar Fun Facts und Fotos zu, was mit dem Rücken so gemacht wurde. Und ansonsten sehen wir hier noch die Gegenstücke von der Front. Hier ganz einfach wieder zugeklettet, festgeklippt. Und das war es auch schon. Kommen wir nochmal zum Halsbereich. Und zwar haben wir hier nochmal Klett, das ist für den Hals- und Nackenschutz mit den Kevlar Inlays. Wird dann einfach eingeklettet und dann so getragen. Das ist schon die maritime Version der Caradine Spear Bulks. Also, hier muss ich gar nicht viel zu sagen. Der grobe Aufbau ist komplett identisch. Die Front sowie das Rückenteil sehen erstmal überhaupt nicht anders aus. Wir haben die gleichen Features, auch wieder im Halsbereich für den Halsschutz. Aber hier an den Schulterteilen gibt es einen Unterschied. Und zwar sind die Schulterpolster hier deutlich dicker. Und zwar, weil im Oberteil die Weichballistik mit eingearbeitet ist. Das hat man bei der maritimen Version nicht. Ist auch ein kleiner Nachteil bei der Land-Version, weil dadurch, wenn die Einlagen mit drin sind und das Ganze schwer wird und nach unten gezogen wird, also vom Körper runtergezogen wird, sich das hier oftmals einfach geöffnet hat. Deswegen sieht man die Land-Version oft mit Tape hier oben drum, dass alles seine Form behält. Jetzt gucken wir uns mal die Innenseite an. Und da erkennen wir dann den größten Unterschied dabei. Warum das Material hier so anders aussieht, das ist eine Weste aus späterer Produktion. Da hat man zum Teil andere Materialien genommen. Deswegen gibt es da ein bisschen, auch hier ist nicht mehr das Schwarz, hier ist schon Oliv und so, also das hat schon einen kleinen Unterschied. Aber die Landversion zeichnet sich dadurch aus, dass dieser Innenbereich nicht aus dem Netzgewebe gefertigt ist und auch hier unten viel weniger Material und Luft ist, um Wasser abfließen zu lassen. Wir haben die zwei Ablaufösen hier und das war es aber schon. Ansonsten ist das Plattenfach wieder identisch, das ist ja auch beim anderen geschlossenen Mesh gewesen, aber bei der Landversion eben genau gleich. Auch hier wieder das Gurtband mit drin, Klett und die Druckknopfverschlüsse. Hier auch wieder Label, sagt auch wieder gleich einfach nur Body Armor, steht auch Caradine Ink mit drin und die NSN, also die NATO Stock Number, die hier aber für die Landversion ist. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen den Westen. Und da erkennt man dann halt auch direkt, an was man geraten ist, je nachdem, welches Inlay man hat. Dann bedanke ich mich einmal recht herzlich, dass ihr bei der ersten Folge aus dieser Reihe mit dabei wart. Wenn ihr wollt, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wie auch immer, diese YouTube-Dinge eben. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.